Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten bei HK Hosting. Heute geht es um das Einrichten eines E-Mail-Servers. Das heißt, ihr seid danach in der Lage, von eurer Domain bzw. eurem Server aus E-Mails zu verschicken. Und die sollten logischerweise auch ankommen. Das Ankommen ist tatsächlich hier bei der schwierigere Part. Das Versenden ist gar nicht mal so schwer, aber die meisten Server blockieren einfach grundsätzlich E-Mails, weil es unglaublich viel Spam gibt. Und ihr müsst da einen Haufen Zeug eintragen. Wir können uns das gerade mal hier angucken. Werden wir alles noch durchgehen. Da müsst ihr einen Haufen Zeug eintragen bei eurer DNS-Verwaltung und ich zeige das natürlich für die HK Hosting DNS-Verwaltung, weil wir wie gesagt die ganze Zeit die Videos für HK Hosting machen, weil die so nett sind und uns einen Server stellen. So, an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Gut, fangen wir an. Ich bin mal wieder hier eingeloggt an dem Server hier und direkt mal als Root-User, weil wir, wie gesagt, etwas installieren wollen. Dazu braucht man bekanntlicherweise Root-Rechte. Okay, wenn ihr irgendwas nicht versteht von dem, was ich sage, dann schaut bitte in der Playlist nach. Die enthält dann die anderen nötigen Informationen dafür. Das heißt, wir haben auch schon so Sachen gemacht, wie eine Datenbank einzurichten, PHP installieren und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt hier alles nicht mehr machen. Okay, also wir gehen erstmal in das Standardverzeichnis, also in das Root-Verzeichnis ganz oben hin und dann geben wir Folgendes ein. Wir gehen wget, damit laden wir uns sozusagen von GitHub Mailcow runter. Das ist die Software, die wir benutzen werden, um den E-Mail-Server einzurichten. Wget meine ich nicht, Mailcow, so heißt das Ding. Mailcow.email ist auch die Domain. Und sieht so aus, ist ziemlich cool und sehr, sehr einfach zu installieren, deswegen finde ich es auch ziemlich geil. Ja, genau. Und wir können das ganz einfach benutzen hier. Ihr könnt es nicht nur mit einer MySQL-Datenbank benutzen, sondern auch mit MariaDB. Und ja, PHP, Nginx, alles kein Problem. Also einfach Mailcow benutzen, das ist mega easy. Postfix ist da viel, viel komplexer. Wie gesagt, wir werden genug Probleme haben mit diesen ganzen Dingern hier. Die haben mich auch eine Weile gefuchst. Und wenn das irgendwann mal, ich sage das nochmal ganz kurz zu der DNS-Verwaltung, wenn hier irgendwas nicht auf Anhieb tut, ihr müsst tatsächlich teilweise 24 Stunden warten, bis sich überhaupt irgendwas tut. Das liegt dann tatsächlich nicht an HK oder sonst irgendwem, sondern das liegt an der DNS-Verwaltung. Die muss teilweise nämlich manuell eingetragen werden, beziehungsweise es dauert einfach ein bisschen, bis die durchs Internet propagiert ist. Okay, also jetzt fangen wir direkt mal an. Wir wollen Mailcow installieren. Dazu scrollen wir hier einfach mal direkt runter und wir haben hier schon den Befehl, den kopiere ich jetzt einfach mal, weil ich zu faul bin, komplett abzutippen. Wie gesagt, mailcow.email, hier findet ihr auch die ganzen Sachen. Ihr müsst natürlich nicht alles durchlesen. Ich erkläre euch das einfach und wie gesagt, hier steht auch nicht dabei, was man hier in der DNS-Verwaltung eintragen muss. Okay, wir wechseln wieder in unser Terminal und löschen das ganze Ding hier einfach mal. So, und dann einfach runterladen. Dauert ein bisschen, weil es ist nicht gerade klein. So, und jetzt haben wir das Ganze schon. Jetzt können wir weitermachen, indem wir einfach sagen, also mit dem tar-Kommando hinten dran, dieses tar-xfz, das entpackt euch direkt schon das, was ihr von Mailcow, von GitHub runtergeladen habt. Entpackt es euch direkt und dann könnt ihr schon direkt in den Ordner wechseln, was sehr, sehr praktisch ist. Wir wechseln jetzt einfach mal in Mailcow. Wie gesagt, die Version müsst ihr hier je nachdem anpassen, welche Version gerade aktuell ist. Aktuell, wie gesagt, 0.14. So, und jetzt gibt es eine Config-Datei, die ihr editieren könnt, aber nicht müsst. Wir gucken uns die trotzdem mal kurz an, und zwar mit Vim mal wieder. Vim mailcow.config. Super. So. Und die Farben sind jetzt etwas unglücklich gewählt hier von meiner Command-Line. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Das hier oben sind Kommentare, die braucht ihr eh nicht so. Das Wichtigste ist hier das, was in weiß und in rot geschrieben ist. Okay, also bei diesen ganzen Dingern kann man hier noch was eintragen oder sollte man auch was eintragen. So, sys-hostname. Was soll das bedeuten? Mail. Naja, okay, Mail bedeutet so viel wie nachher ist eure Domain erreichbar oder euer E-Mail Portal ist erreichbar mit mail.euredomain.de oder was auch immer. Also in meinem Fall wäre das mail.the-morpheus.de. Das funktioniert auch tatsächlich. Ich würde das Mail hier tatsächlich drin lassen, da würde ich nichts ändern. Was ihr allerdings ändern müsst, ist hier dieses domain.com. Wir werden das jetzt hier nicht ändern, weil wie gesagt, ich habe meine ganzen DNS-Einträge und meine Domain schon hier für meinen richtigen Server verbraucht sozusagen. Ich müsste jetzt noch eine zweite Domain anlegen, um euch das vernünftig zeigen zu können. Wir werden es aber einfach mit meinem fertig eingerichteten Mailcow machen. Ich habe nämlich auch bei mir Mailcow benutzt und ja, genau.
Domain.com, also da einfach eure Domain eintragen, sowas wie the-morpheus.de oder sowas. Das könnt ihr alles machen. Genau. Dann hier Timezone ist nicht ganz so wichtig, allerdings, wenn ihr hier eine falsche Timezone eintragt, also Berlin dürfte für die meisten von euch korrekt sein, wenn ihr hier aber eine falsche Timezone eintragt, dann kann es passieren, dass ihr E-Mails verschickt und die kommen einfach bei eurem Empfänger mit einem falschen Absendedatum an. Das heißt, ihr sendet das Ding und ja, da steht dann halt, die E-Mail ist vorgestern eingetroffen, obwohl sie gerade jetzt erst eingetroffen ist. Also sowas kann dadurch eben passieren. Okay. Mailcount Admin User nennen wir einfach mal Admin hier. In dem Fall kann man das so lassen. Hier könnt ihr auch was Kreativeres eingeben. Und dieses GenPassWD, das bedeutet, dieses Passwort wird erst noch zufällig generiert für diesen E-Mail-Server. Das heißt, ihr habt aktuell noch keine Möglichkeit herauszufinden, was das Passwort ist. Alternativ könnt ihr hier unten diesen Hashtag entfernen und dann euer Passwort manuell eingeben, also adminpass gleich und dann hier in diese Anführungsstriche, in die doppelten Anführungsstriche euer Passwort eingeben. Aber so wie das jetzt dasteht und so würde ich es auch tatsächlich lassen, GenPasswort generiert euch ein zufälliges Passwort, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. So, das müsst ihr natürlich euch nur irgendwo speichern. Okay, use Let's Encrypt, yes, würde ich drin stehen lassen. Wir werden sowieso noch mit Let's Encrypt arbeiten. HTTPD-Plattform. Ja gut, hier könnt ihr natürlich zwei Werte eintragen, steht auch hier oben. Entweder Nginx, das was wir die ganze Zeit benutzt haben, oder wenn ihr einen Apache-Server habt, dann tragt ihr hier Apache 2 ein. Die beiden Möglichkeiten habt ihr. Wir haben die ganze Zeit Nginx benutzt, deswegen würde ich das auch tatsächlich drin stehen lassen. Ihr wisst ja, Nginx funktioniert super gut. Und ja, einfach mal so drin lassen. So, hier habt ihr jetzt auch noch ein paar Möglichkeiten, und zwar My Root Password. Hier müsstet ihr jetzt am besten auch dieses GenPassword drin stehen lassen, damit euch ein schöneres oder besseres zufälliges Passwort generiert wird. Genauso hier unten, also das ist für die Datenbank das Passwort. Alternativ könnt ihr natürlich hier euer Root-Passwort eintragen. Eben wie hier oben, wo hatten wir es? Wie hier auch in diese doppelten Anführungsstriche euer Root-Passwort eintragen. So, wie gesagt, Roundcube würde ich hier auch drin stehen lassen. Ihr könnt auch noch als Alternative Sogo benutzen, aber das ist einfach nur die Oberfläche, wie das Ganze aussieht. Also das ist nicht wirklich wichtig. Das müsstet ihr alles theoretisch manuell einrichten und das ist wirklich sehr, sehr umständlich, deswegen finde ich das so viel, viel angenehmer. Okay, MyMailCow.db, so wie die Datenbank eben heißen soll, also MailCow, dann wie dieser Benutzer in der Datenbank heißen soll, aber ja, ist nur benutzt, wenn wir Sogo benutzen. Ansonsten hier unten, das wird, soweit ich weiß, benutzt, wenn wir hier Roundcube benutzen. Das heißt, hier einfach das auch stehen lassen, da müsst ihr eigentlich echt nichts dran ändern. Hier, für die Leute, die MariaDB benutzen. Ich habe gehört, dass da ein paar geschrieben haben, warum ich das nicht installiert habe. Machen wir vielleicht noch. Aber wir haben jetzt erstmal MySQL benutzt und falls ihr hier MariaDB benutzt, dann müsst ihr das Ganze auf Yes stellen. Die Installation wirft euch einen Fehler, wenn ihr das eine eingegeben habt und das andere installiert habt. Das heißt, wenn ihr hier MySQL-Datenbank habt, aber hier steht ein Yes drin, dann wirft euch das einen Fehler und genauso eben andersrum. Das ist aber auch so ganz gut. Okay, Localhost, wo soll euer Mail-Server sozusagen, wo soll die Datenbank von eurem Server laufen, also von eurem E-Mail-Server? Und das sollte natürlich immer Localhost sein, sonst habt ihr die Datenbank irgendwo anders. Aber ja, das ist eigentlich schon, also wie gesagt, die wichtigsten Einstellungen haben wir hier oben bei der Domain. Die muss auf jeden Fall geändert werden. Okay, ansonsten alles gut. Wir gehen wieder raus. Haben in dem Fall nichts geändert, aber das ist auch in Ordnung so. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir das Ganze installieren. Und dazu machen wir erstmal hier folgendes: /install.sh. So. Und ja, wir brauchen mindestens 800 Megabyte von Speicher. Das ist alles kein Problem. Können wir einfach weitermachen. Enter. Ach so, richtig. Ich habe hier ja schon im letzten Video habe ich ja schon eine Datenbank, eine MySQL-Datenbank installiert mit einem Root-Passwort. Und diese Datenbank verweigert natürlich jetzt den Zugriff, weil hier steht GenPassword drin, bim-mailcow.config. Hier steht irgendwo GenPassword drin, wo wir hier, genau, MyRoot-Password. Hier, so, da steht GenPassword drin, was natürlich nicht geil ist, wenn wir hier ein Root-Passwort schon gesetzt haben. Das dann zu erraten wäre natürlich, als hätten wir es gebrute-forced, wäre nicht so geil.
Deswegen müssen wir hier tatsächlich unser Root-Passwort eintragen und es dann speichern, wenn wir schon eine Datenbank haben. Falls nicht, könnt ihr hier gerne Passwort drinstehen lassen. Das installiert dann, glaube ich, sogar noch für euch die Datenbank. Hier müssen wir jetzt aber erstmal unser Root-Passwort eintragen und da schalte ich euch wie gewohnt einfach mal kurz weg. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier einfach mal gestartet und einfach nur Enter gedrückt die ganze Zeit. Hier oben drüber steht dann nochmal eine Zusammenfassung von allem, also MySQL, Passwort und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das jetzt oben drüber abgeschnitten. Mailcow MySQL URI ist dann am Ende das hier. Alles nicht so wichtig. Was wir aber brauchen werden, ist eben dieses Mailcow Admin User Admin und Mailcow Admin Passwort. Das werdet ihr sehr, sehr dringend brauchen, damit ihr euch überhaupt einloggen könnt als eben Administrator von eurer E-Mail. Das heißt, damit ihr überhaupt irgendwas machen könnt, wird aber am Ende auch nochmal ausgegeben und alles. Und jetzt, wie gesagt, installiert das ganze Ding einfach. Es braucht eine Weile, tatsächlich sehr, sehr lange sogar. Es installiert einen Haufen anderer Pakete, wirklich sehr, sehr viele. Und dann nicht wundern, also da einfach mal ein bisschen Geduld haben. Ich werde euch jetzt auch so lange pausieren, wie diese Installation läuft. Ihr müsst da wirklich eigentlich nichts machen. Am Ende wird euch alles Wichtige ausgegeben. Wie gesagt, das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist nochmal /install.sh. Und seither habe ich einfach nur Enter gedrückt, 3-mal glaube ich, und bin jetzt hier bei Installing Packages Unattended, Please stand by, Errors will be reported, und wir haben noch keine Errors, das heißt alles gut. Einfach mal warten, bis es fertig ist. Ich hole euch dann zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Okay, wir sind jetzt durch mit der Installation von Mailcow. Dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht Postfix bzw. ob ich nicht Mailcow machen kann. Jetzt habe ich Mailcow gemacht, aber was ist mit Postfix? Postfix ist im Prinzip auch Mailcow. Also Mailcow benutzt Postfix als Backend und Roundcube als Frontend. Bei Postfix habt ihr eben nur das Backend und ja, Mailcow macht das eigentlich alles für euch. Das heißt im Prinzip, nimmt es euch die Konfiguration, Installation und alles von Postfix ab und ihr müsst das nicht selber machen. Das heißt, ihr könnt weniger Fehler machen und seid dadurch weniger angreifbar. Das ist schon mal sehr, sehr nützlich. So, jetzt sind wir hier durch und jetzt sehen wir hier unten Username, Admin, Passwort, bla bla bla. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Wir sind theoretisch erreichbar über https bzw. http://mail.domain.com, wobei wir das natürlich eingegeben haben. Bei mir wäre das jetzt eben mail.the-morpheus.de und dahin wechseln wir jetzt auch gleich mal. Achso, davor noch eine Kleinigkeit, und zwar werdet ihr mail.the-morpheus.de nicht erreichen können, oder eure eben Domain nicht erreichen können, wenn ihr nicht hier diese Einträge gemacht habt. Das heißt, ihr müsst hier auf jeden Fall als erstes mal Mail vorne als Hostname eintragen, und was dann passiert ist, mail.euredomain. Eure Endung wird weitergeleitet auf diese Adresse, das heißt eben auf euren Server. Hier muss dann euer Server rein. Das führt dazu, dass ihr, wenn ihr mail.the-morpheus.de oder sowas eingebt, direkt auf eure Domain weitergeleitet werdet. Das ist zwingend notwendig, sonst könnt ihr selber eure Mail gar nicht erreichen. Weiterhin braucht ihr so einen Eintrag, dass überhaupt eure Domain auf euren Server zeigt, also einfach vorne nichts angeben und dann hier drauf, also quasi auf eure Server-IP, was jetzt natürlich nicht die Server-IP unseres aktuellen Routers, unseres aktuellen Servers ist, sondern die IP von dem Server, den ich tatsächlich so benutze, also der, auf dem das Forum läuft. Hier nochmal kleiner Hinweis, im Forum ist unglaublich viel los und ihr solltet da unbedingt mal vorbeigucken, das ist hammergeil. Okay, also hier einfach eure IP dann eintragen, auf der eben der Server läuft. Dann MX braucht ihr auch einen Eintrag. Achtung, vorne nichts eintragen, hinten euer Domainname. Ganz wichtig, nicht irgendwie eine IP oder sowas, sondern euren Domainnamen. So, das sind die 3 wichtigsten Einträge erstmal, die ihr auf jeden Fall braucht. Was ihr weiterhin braucht, ist ein Autodiscover auf eure IP-Adresse, wo der Mail-Server läuft, ein DAV auch auf die IP-Adresse, wo euer Mail-Server läuft, und den Eintrag hier, den könnt ihr auch 1:1 kopieren. Also das ist, Achtung, das ist jetzt ein Texteintrag. V ist gleich SPF 1, leer A, leer MX, leer und dann eben dieses komische proportional zu und dann all. Ich kenne es nur als proportional zu, ich weiß nicht, wie es Zeichen eigentlich heißt. Okay, gut. So, was ihr dann auch noch braucht, ist eben dieser D-Mark-Eintrag. Achtung, auch einen Texteintrag könnt ihr auch 1:1 kopieren. So, und zu diesem Default-Punkt /Domain Key, zu dem kommen wir jetzt gleich noch.
Der ist nämlich nicht ganz so einfach zu erstellen. Alle anderen sind sehr, sehr einfach zu erstellen. Die könnt ihr im Prinzip von mir übernehmen, abgesehen von dem mit der IP-Adresse. Ja, was ihr jetzt hier machen müsst, ist Folgendes. Und zwar, wenn ihr nun mail.the-morpheus.de anwählen würdet, beziehungsweise bei euch eben mail.eurodomain.eure Endung, dann kommt ihr zu diesem wunderbaren es ist nicht Roundcube, zu diesem Mailcow UI. Und hier habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal geht es direkt zur Mail, da öffnet ihr einfach Roundcube und loggt euch dann mit eurer E-Mail-Adresse ein. Achtung, das ist nicht das, was ihr hattet, also nicht eben das Passwort, was da im Terminal ausgegeben wurde, das, was hier steht, sondern das ist das, was hier in der Mailcow UI gefordert wird. Das ist das, wo ihr eure E-Mail-Adressen konfigurieren könnt und alles drum und dran. Nochmal Achtung, ihr braucht das Passwort gar nicht probieren, das ist ein völlig anderer Server, eine völlig andere Installation. Ich zeige euch jetzt hier, wie es weitergeht bei mir. Der hier ist nicht mal erreichbar, den werde ich auch gleich wieder ausschalten, also braucht ihr gar nicht probieren, irgendwelche bösen Sachen zu machen. So, wenn ihr euch jetzt hier einloggt, dann kommt ihr hier auf diesen wunderbaren Kram hier und hier habt ihr haufenweise Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt euch mal durchwählen. Hier zum Beispiel Message Size dürfte relativ interessant sein, also je nachdem wie lang oder wie viel Anhang ihr versenden dürft, das könnt ihr hier in der Message Size noch konfigurieren. Was aber noch wichtig ist, ist dieser DKIM-Record. Warum braucht ihr diese ganzen Einträge überhaupt? Also die Einträge, die ihr im Moment hier habt. Das ist doch alles völliger Bullshit. Warum? Funktioniert doch eigentlich auch, wenn ihr nur Mail habt. Ja, funktioniert schon, aber zum Beispiel, wenn ihr keinen Default.Domain-Eintrag habt, hier, die Domain-Key-Eintrag habt, dann habt ihr zum Beispiel fast eine 100%ige Sicherheit, dass eure E-Mail als Spam erkannt wird und dann sofort gekickt wird. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall um so ein Ding kümmern. Wir werden gleich noch einen Eintrag ansprechen, wo ihr sogar noch den Support anschreiben müsst, kommt aber gleich noch. Okay, was wir hier jetzt haben ist, wir müssen erstmal so ein Dings generieren. Bei euch steht da wahrscheinlich noch nichts für einen Domain Key. Das ist euer Public Key. Das heißt, wenn ihr meine Kryptographie-Videos oder irgendwas mit Krypto mal gemacht habt, dann wisst ihr, was ein Public Key ist. Das ist den alle benutzen dürfen, um quasi verschlüsselte Nachrichten zu schicken, die nur ihr entschlüsseln könnt. Das ist sozusagen der Public Key, den wirklich alle sehen dürfen, deswegen macht es auch überhaupt nichts aus, wenn man den einträgt in irgendwelche öffentlichen Register oder sowas. Und ihr könnt den hier einfach mal generieren. Ihr könnt hier auswählen, wie lang das Ding sein soll. Ich würde euch stark zu den 2048 hier empfehlen. Und ja, Selector bleibt einfach mal gleich. Eure Domain müsst ihr natürlich eintragen. So, und dann habt ihr hier so ein Dingens. Jetzt könnt ihr das Teil aber nicht komplett eintragen, weil die DNS-Records sind, ein bisschen limitiert, was die Größe angeht. Deswegen kopiert ihr euch das ganze Ding einfach mal und macht dann Folgendes damit. Ihr nehmt euren Domain-Eintrag hier, diese Quad, also und Quad, Semikolon bis hierher, das ist eigentlich ein Anführungszeichen. Das heißt, das ist ein Anführungszeichen, das hängt ihr vorne dran. Ich mache das gerade mal kurz vor. So, hier sind wir wieder, und zwar einfach diesen Public Key inklusive Dingens hier kopieren. Das ist der Eintrag, der vorne stehen muss, also default.boden-domain-key könnt ihr 1:1 kopieren, den hier vorne eintragen als Text-Record und dann kopiert ihr das, was hinten dran steht, also den ganzen Kram, achtet darauf, dass ihr wirklich alles habt und fügt den einfach mal in ein Textdokument ein. So, jetzt habt ihr hier so ein richtig, richtig langes Ding und das, was ihr jetzt machen müsst, ist einfach Anführungsstrich vorne dran, Anführungsstrich hinten dran und dann irgendwo in der Mitte, sozusagen hier zum Beispiel, auch nochmal Anführungsstrichen, Leerzeichen, Anführungsstriche. Was das macht ist, und das könnt ihr jetzt tatsächlich 1:1 in euren, hier in diese Adresse oder in dieses Adressfeld eintragen. Was das macht ist, es kreiert nicht nur einen Eintrag mit der ganzen vollen Länge von diesem kompletten Teil hier, sondern es macht 2 Einträge in eurem Domain Name System oder Domain Name Server. Und dieser Eintrag hier, der, wird quasi gesplittet. Also der komplette Eintrag ist zu lang für den DNS und deswegen splittet ihr diesen Eintrag einfach und macht ihn nur halb so groß, sodass es einfach reinpasst. Ihr könnt es so oft splitten, wie ihr wollt. Die werden automatisch einfach aneinander gehängt, wenn sie im selben Feld hier stehen. Macht nichts, dass das Ding übrigens hier zu Quad umgewandelt wurde. Das ist einfach eine andere Schreibweise dafür, damit eben nicht so viele Sonderzeichen drin sind oder andere Sonderzeichen.
hat was mit der Codierung zu tun. Nicht so schlimm. Okay, und dann habt ihr alle Einträge, die ihr hier erstmal braucht. Jetzt ist es allerdings noch wichtig, dass ihr einen Reverse-Eintrag habt. Was ist ein Reverse-Eintrag? Das ist quasi die Variante, im Moment zeigt mail.the-morpheus.de auf diese IP-Adresse hier. Das heißt, wenn ihr in eurem Browser mail.the-morpheus.de anwählt, werdet ihr auf diesen Server weitergeleitet. Jetzt muss es aber noch einen andersrum gearteten Eintrag geben, nämlich die IP-Adresse 84.200.109.112 muss auch auf meinen Server zeigen, also auf die Domain zeigen. Das heißt, der Server muss auch auf die Domain zeigen. Die müssen quasi gegenseitig auf sich zeigen. Also auf mail.the-morpheus.de, und da ist es wichtig, dass auch das Mail vorne dran steht. Das heißt, was ihr braucht, ihr müsst tatsächlich hier den Support anschreiben und, also zumindest im Fall von HK Hosting, ihr braucht, es geht aber echt schnell bei denen, also schneller als der DNS-Server an sich ist, ihr braucht einen PTR-Record von eurer IP-Adresse auf mail.euredomain.de. Also das ist jetzt ein Beispiel. Hier muss natürlich euer Zeug stehen und hier muss eure IP-Adresse stehen. Aber es ist wichtig, dass ihr diesen PTR-Record habt, sonst werdet ihr quasi überall als Spam erkannt und dann kommen eure E-Mails nie an. Die kommen da nicht mal bei eurem Provider an. Das heißt, der schmeißt die sofort einfach weg und das wäre schade drum. Deswegen braucht ihr diese Einträge und ja, wenn ihr das gemacht habt und eure E-Mails eingerichtet habt, dann könnt ihr unter eurem mail.the-irgendwas oder eurer Domain eben, könnt ihr hier unter Mailboxes eure ganzen Mailboxes eben einrichten. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar Nachrichten bekommen. 21, wirklich so viele? Naja, okay. Auf jeden Fall könnt ihr hier eure Mailboxes einrichten. Hier quasi sagen, hey, ich habe hier so und so viele Mailadressen und ich möchte hier jetzt einfach eine neue hinzufügen. Alles kein Problem. Und ja, das ist im Prinzip die Variante, die ihr hier wählen könnt und wählen solltet vermutlich. Genau, und das ist es eigentlich auch schon. Wenn ihr die ganzen Einträge tatsächlich gemacht habt, dann seid ihr soweit gut dabei. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. War ein langes Tutorial, ich weiß, aber es ist auch nicht ganz einfach, diese ganzen Domain-Einträge richtig zu setzen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die alle stimmen. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!